Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit einem Video, das ziemlich spät kommt, aber ich habe es nicht geschafft, mir das früher mal richtig anzugucken. Hängt aber auch damit zusammen, dass es wirklich viele Quests gibt. Also so viele Quests gab es schon ewig nicht mehr. Wir haben eine neue Storyline-Quest bekommen. Quest-Reihe soll ich besser sagen. Die einen ähnlichen Umfang hat wie die Main Story Quest von Reonan. Und die findet ab Level 160 statt, startet beim Strange Collector in St. Morning am Leuchtturm und geht dann bis Level 178. Und die beinhaltet wirklich sehr viele Belohnungen. Erstmal, jetzt muss ich hier wieder auf 160 umschalten, fällt einem auf, dass die immer exakt 5% XP gibt, ja. Das denkt man sich erstmal so, oh wow, jede Quest gibt nur 5%, das hört sich ja erstmal voll wenig an. Es gibt aber insgesamt 68 Quests. Naja, und das ist ziemlich viel. Und deswegen sage ich mal, ja, 5% pro Quest erstmal nicht so geil, aber insgesamt gibt jede Quest, wenn du sie auf dem richtigen Level machst, 5%. Das heißt 68 mal 5 und damit über oder 340%. Klar, über 18 Level verteilt, das ist schon, natürlich muss man das dazu sagen, 160 ist nicht gerade ein Level, wo man diese Quests unbedingt braucht. Vor allem gibt es da schon Quests tatsächlich, die Kriton-Quest-Reihe. Trotzdem ist das ziemlich viel und damit kann man einige Level bis 190 skippen. Vor allem, wenn man schon auf 166 anfängt, vor allem, wenn man zusätzlich auch levelt, vor allem, wenn man auch die Dailies dazu rechnet und so weiter, ist das eigentlich schon wirklich ziemlich umfangreich. Und das ist nur die XP. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bekommt man denn sonst noch? Wie viele Items, wie viele Inventarplätze, Penya und so weiter. Weil hier sieht man jetzt zum Beispiel zum ersten Mal, okay, die Quest gibt einfach nur XP und oh, die nächste Quest gibt auch einfach nur XP und oh, die gibt auch einfach nur XP. Klingt auch erstmal gar nicht so geil, aber es ist halt an gewisse Schlüsselquests geknüpft, wo es wirklich fette Belohnungen gibt. Und die Quests auf dem Weg dahin geben halt teilweise weniger oder halt gar keine Belohnungen außer der XP. Ich habe das Ganze mal zusammengefasst in einer Excel-Tabelle, wie ich das immer mache. Ich hätte es euch auch über Flypedia zeigen können, ist eigentlich auch relativ anschaulich, wenn man es in der Quest-Liste sich anguckt. Allerdings will ich heute nur auf die Keilung-Quests eingehen, weil es in dem Levelbereich, wie gesagt, zum Beispiel auch noch die Kriton-Quest-Reihe gibt. Und werde aber auch nochmal ein Video machen mit geupdatet allen Quests und dann wollte ich ja auch noch ein Video machen, wie generell die XP in Kailun ist und so weiter. Und deswegen brauche ich diese Daten hier sowieso nochmal in Excel und deswegen habe ich sie mir jetzt schon sozusagen rausgeholt. Genau, und ja, fangen wir an. Also auf 160 hat man direkt 13 Quests. Eine davon, also es ist meistens immer nur eine oder 2, 3 Quests, die Items geben und eigentlich immer nur eine oder 2 Quests, die Penya geben. Das heißt, die allermeisten Quests geben in der Regel nur 5% zum Beispiel und dann eine oder 2 Schlüsselquests, die zusätzlich noch Items und oder Penya geben. Und auch Inventarplätze. Also auf 160 bekommt man 65%, 10 Millionen Penya, 5 Inventarplätze, 5 Potionboxen, 5 Blinkwing of Madrigal, 10 Smelling Scroll Boxen, ein Feedback, ein Tag, eine Goldpill-Package, 2-mal Cotton Candy Box und 2-mal Power Scroll. Ist actually ziemlich heftig. Allein die 10 Smelling Scroll Boxen sind ja technisch gesehen 1000 F-Coin. Viele andere coole Items sind mit dabei. Blinkwing of Madrigal kann man immer gebrauchen. Inventarplatz kann man immer gebrauchen. Also ja, kann man nicht sagen. Penya ist verhältnismäßig wenig auf dem Level. Da haben wir schon Quests, die vorher wesentlich mehr Penya geben. Ich sag nur Coral Island. Aber gut, der Fokus dieser Story-Quests von den Belohnungen her ist definitiv die XP und die Items und nicht das Penya. Das sehen wir jetzt gleich noch. Dann weiter geht's auf 163, da hat man offensichtlich nur eine Quest, weil man kriegt nur 5%. Auf 164 2 Quests mit 10% insgesamt. 165 eine mit 5, 166 eine mit 5, 167 3 mit 15 und es gibt noch Items und zwar 2-mal eine Ampli ES 190, die kann man, soweit ich weiß, immer noch nicht im Cash-Up kaufen, wird aber vermutlich irgendwann mal hinzugefügt werden, aber Stand jetzt ist es eine reine Quest-Belohnung. 5-mal Smelling Scroll Box und 2-mal Upcut Stone, also auch nicht schlecht. Auf 168 dann nochmal 5%, eine Quest, 169 2 Quests mit jeweils 5% und 5-mal Smelling Scroll Box und 5-mal Potion Box.
Und dann 170 ist so wieder so ein Schlüssellevel wie jetzt vorher schon 160. Hier hat man direkt 8 Quests mit jeweils 5%. Außerdem, ich glaube es waren 2 Quests mit Penya, insgesamt 35 Millionen Penya, 10 Inventarplätze, 10 Sunstones, 10 X-Product, 20 mal Gold Pill Package, 2 Grid Eel, 2 Death Upcut Stones und 5 Ultimate Jewel Boxen. Also 170 ist ein sehr geiles Level, 10 Inventarplätze ist heftig, 10 Sunstones und 10 X-Products sind heftig. Das sind aktuell auf Burodeng weit über 1 Milliarde. Vor allem kriegt man auch noch die 35 Millionen Penya in Cash und dann auch die ganzen Power-Ups und so. Also das ist richtig heftig. Dann 172 ist das nächste Schlüssellevel, gibt 75%. Das sind also 15 Quests mit jeweils 5%. Da bekommt man 10 G-Product, 10 Power Dice 10, 2 Amplis ES 190, 5 Scroll of Bonus, 2 Vital Drink Refresher Hold Boxen, 2 Power Scroll, 5 Potion Box und 5 Flask Box. Das ist auch ein ziemlich heftiges Level, vor allem was die XP angeht, aber auch die Belohnungen. Klar, die Belohnungen im Vergleich zu Sunstones sind natürlich wieder ein bisschen runtergeschraubt, aber ist trotzdem heftig auf jeden Fall. Dann 173, 5 Quests mit jeweils 5%, einen Pickup Boost, 5 Blink Ring of Madrigal. Sagen wir so, 173 von den Quest-Leveln, wo man mehrere Quests erledigen kann oder relativ viele Quests, ist wahrscheinlich sogar das schlechteste von den Item-Belohnungen her. Aber es kommt ja noch was. 175 gibt 5% und 10 Sunstones, 10 X-Product. 176 gibt 25% und 25 Millionen Penya, 5 Inventarplätze, 3 Ultimate Jewel Boxen, eine 5th Grade Jewel Selection Box. 177 gibt 10% XP und 178 gibt 40% XP, 30 Millionen Penya, 5 Inventarplätze, ein Extra Bag 15 Tage, ein Feedback 7 Tage, 3 Ultimate Jewel Boxen. Oh, da habe ich die 1 vergessen. Einmal. 5th Grade Jewel Select Box und einmal Statted Anku's Mask Select Box. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, was zum Teufel ist das? Ja, ich habe auch ehrlich gesagt gestaunt, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass darüber bisher jemand geredet hat. Also bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht 100% sicher, ob die wirklich in-game sind. Laut Flyfipedia sind sie das aber. Und zwar bekommt man hier, und hier steht auch nichts davon, dass die nur 7 Tage halten oder so, eine Maske mit entweder HP 25, MP 25, einmal Magic Power plus 1%, einmal ATK plus 1%, einmal Defense-Magic Resist 1% und einmal Heilung plus 1%. Also auch wirklich alles abgedeckt, was es eigentlich gibt. Tanks sind mit dabei, Magier sind mit dabei, Krieger, PvP, also wirklich alles eigentlich mit abgedeckt. Finde ich ganz cool, dass sie da mal wirklich dran gedacht haben, alles mit reinzubeziehen. Und ja, das, I don't know, ist ein ziemlicher Schock gewesen, als ich das gesehen habe. Aber wie gesagt, ich habe auch noch niemanden darüber reden hören. Also vielleicht existieren die auch gar nicht. Sollten sie aber. Und genau, das sind unsere 9 Kailun-Quests. Und ganz ehrlich, ich finde es ziemlich krass. Also ich habe es mir vorher nicht im Detail angeguckt. Ich wusste, dass es 68 Quests gibt. Ich wusste pipapo, dass es relativ viel XP und so weiter geben würde, logischerweise, wenn jede Quest 5% gibt, bla bla bla. Aber ganz im Detail eben habe ich es mir nicht angeschaut. Und ich sag mal so, allein die Sunstones und X-Projects, die man hier bekommt, sind rein in Penya und Penya wieder zurückgerechnet in F-Coin über 100 € aktuell wert. Die ganzen Smaling-Boxen, die Products, die Power-Ups, also es sind wirklich heftige Belohnungen. Das Penya ist wirklich zu vernachlässigen. Penya kriegt man nicht allzu viel. Die XP ist ziemlich heftig, die Inventarplätze sind ziemlich heftig. Also es ist wirklich nicht zu verachten, was man hier tatsächlich bekommt. Es ist leider ein bisschen unübersichtlich, hier das Rausschreiben hat jetzt nicht so wirklich viel übersichtlicher gemacht, leider, weil die Item-Belohnungen wirklich sehr geclustert sind auf den jeweiligen Leveln. Das hätte ich mir persönlich gewünscht, dass man es vielleicht ein bisschen besser aufteilt, weil du kriegst halt wirklich hier mehrere Level und halt auch wirklich 5, 6 Quests in a row, dann auch einfach mal gar nichts, ja. Wobei hier kriegst du dann sehr viele Quests in a row, dann schon was. Achso, wobei, das sind nicht Quests in a row tatsächlich. Also hier sind dann trotzdem 3, 4 Quests dabei, wo man nichts bekommt. Das sind nur auch 2 Quests dabei, wo man was bekommt. Aber ja, genau das meine ich. Also es ist ein bisschen zu sehr geclustert vielleicht auf den Leveln. Auch das Maximallevel von 178 von der Questreihe hätte man meiner Meinung nach auch nochmal ein bisschen höher legen können. So 184, 85, ja, 190 definitiv nicht oder 189.
Aber zumindest im 180er Bereich hätte man schon noch anschneiden können. Also, dass man die Quests noch ein bisschen besser verteilt vielleicht, weil es auch sehr viele Quests schon auf dem niedrigsten Level sind. Direkt 13 von den 68 hast du direkt auf Level 160, ist auch ein bisschen viel. Wie gesagt, auf 160 hat man schon eine Questreihe, die ein komplettes Level abgibt. Deswegen hatte man das da eigentlich nicht wirklich gebraucht. 161 wäre ja auch schon besser gewesen. Aber ja. So oder so ist auf jeden Fall eine heftige Questreihe, eine heftige Belohnungsliste. Ihr solltet diese Quests auf jeden Fall machen, wenn ihr das entsprechende Level habt und euch über diese krassen Belohnungen mit all euren Chars freuen und dann damit fröhlich upgraden. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Bis dahin, wir sehen uns. Macht's gut, haut's rein, frohe Weihnachten und ciao, ciao.